schnell nach. Ich kann gar nicht so schnell kehren. Da liegt der Chef und der macht Qualitätskontrolle. Große spielt sich hier ab. Dramen. Es geht ums Abendessen. Dramen. Und heute gibt es lecker Flammkuchen. Was repariert ihr denn hier? Hör mal. So, bis hierhin war die Straße geräumt. Und dann hat der Schneeflug hier aufgehört. Das ist noch wieder alles zurück. Wir stapfen zur Devitaschka-Höhle. Okay, für Filmkenner, hier wurde Expendables 2 gedreht. Und da sind die Flugzeuge reingeflogen. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann. Wir sind in Lovec und das ist die sogenannte gedeckte Brücke. Es ist der 24. Dezember, Heiligabend, und wir sind in Veliko Tarnovo auf dem Weihnachtsmarkt. Da irgendwo im Nebel, man kann es sehen, wenn man weiß wo. Das ist schon schade. Wir sind hier in der Nähe der griechischen Grenze an den heißen Quellen und kamen im Dunkeln an. Und dann war böses Erwachen, Gruppenkuscheln. Aber es stellt sich raus, dass die hier Australier sind, die auf dem Weg nach Hause auch stecken geblieben sind. Wir sind hier in einer Ruinenanlage, von der wir eigentlich dachten, es wäre griechisch. Es ist aber 3 in 1. Unten die Steine sind eine thrakische Stadt und darüber wurden 2 römische Städte errichtet. Hier stand die erste christliche Basilika der Balkanhalbinsel. Und die wurde letztendlich zur drittgrößten oder eine der 3 größten der Welt zu römischen Zeiten. Wir liegen im Hans und heute Nacht wird es ein bisschen kälter. Ein bisschen minus 10 Grad hier, südliche Grenze nach Griechenland sind wir. Aber eigentlich ist es nicht kalt, weil die letzte Nacht ohne Standheizung, die wir draußen verbracht haben, war... Minus 28, Mongolei, russische Grenze.
Wir haben es nur zu Fuß geschafft. Super schön. Hier ist so viel, so schön Schnee und da oben sind lauter Diamanten, weil da Eis in den Baumwipfeln ist und die Sonne drauf scheint. Heute ist der Jan dran, der gräbt den Hans aus. Wir waren eben beim Bürgermeister hier in Cerro Vacoria. Richtig. Wir haben nämlich ein paar Kisten Holz über, also Brennholz. Und morgen früh um 9 kommen die Jungs vom Bürgermeister, helfen uns beim Einladen und dann machen wir jemanden glücklich mit ein paar Kisten Holz. Genau, ein Invalide, der kein Geld hat für eigenes Brennholz. Ja. Das Haus hatten wir beim Spaziergang schon gesehen, weil es so schön ist. Deswegen freuen wir uns arg, dass da unser Holz jetzt hinkommt. Der Bürgermeister hat uns genau den richtigen Mann genannt. Super. Der hat schon Möbel zersägt, um warm zu haben. Jetzt war ich eben draußen und habe gesehen, die beiden Gemeindearbeiter kehren bei uns vom Haus den Bürgersteig, weil wir das Holz verschenkt haben und sie sich bedanken möchten. Es ist der 7. März 2021. Wir ziehen endlich wieder in den Hans rein und hier raus. Connected.